We're at point number 12, and we're going to try and finish this section on the Antichrist. Wir sind bei Punkt Nummer 12 und wollen in der nächsten halben Stunde den Bereich über den Antichrist beenden. And now we're going to spend most of our time in chapter 13. Wir werden den Großteil in Offenbarung 13 verwenden. Okay, so in verse 1, he stood on the sand of the seashore. Nun, Vers 1, er steht auf dem Sand. And that's a reference to the verse 17 just before of the dragon. 12, 18, und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. And it'll be clear who the dragon is as we go, but it's Satan. Und dann spricht er über den Drachen, das ist klar, das ist Satan. And I saw the beast coming out of the sea, having 10 horns and 7 heads, and on the horns were 10 diadems, and on his heads were blasphemous names. Und ich sah 13,1, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. So this seems to correspond to Daniel 7, where we conclude that the Antichrist emerges from a reunited Europe. Sorry, that was a little long. I'll start again. Das knüpft an Daniel 7, wo wir bereits gesehen haben, dass der Antichrist auferstehen wird aus einem vereinten Europa. Remember we said that there would be 10 kings? Ihr erinnert euch, es waren 10 Könige. One would come up. Einer kommt hoch. Take 3 away. Und er reißt 3 aus. You're left with 7. Und man bleibt mit 7 übrig. It sounds kind of like verse 1. Ja, das klingt so wie Vers 1. And it says he rises from the sea. Und es heißt hier, dass er aus dem Meer aufsteigt. According to Revelation 17:15, nach Offenbarung 17:15, the sea represents Gentile people. Repräsentiert das Meer die Nationen. Therefore non-Jewish. Non-Jewish. Deswegen ist er nicht jüdisch, jüdischen Ursprungs. So the Antichrist will be non-Jewish. Der Antichrist wird nicht jüdischen Ursprungs sein. Verse 2, and the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like those of a bear, and his mouth was like that of a lion, and the dragon gave him his power and his throne of great authority. Und Vers 2, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. So here und der Drache gab ihm Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. So here he's compared to a leopard. Hier wird er verglichen mit einem Panther oder Leoparden. With feet like a bear. Füße wie ein Bär. And mouth like a lion. Und ein Mund, Rachen wie ein Löwenrachen. Now 3 of these animals already appeared in Daniel 7. Nun alle drei Tiere sind uns bereits in Daniel 7 begegnet. And represent 3 successive empires. Und sie haben 3 große Weltreiche repräsentiert. So is the Antichrist going to use these kind of empires that used to be in his power somehow? Und der Antichrist, der wird diese Weltreiche in gewisser Weise benutzen, die in seiner Macht waren. The last part of verse 2 is what's interesting, I think. Der zweite Teil von Vers 2, der ist sehr interessant. The dragon gave him his power, his throne and great authority. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. So who is the dragon? Wer ist der Drache? Verse 12 seems to give the answer. Vers 12 scheint uns die Antwort zu geben. Wait a minute here. Ja. Nope. No. Where is it? I had it last time and I just lost it. Okay, someone helps me to find the verse. Yeah, 12:3 talks. Oh, yeah. Okay, exactly. 12:3, the red dragon. And he says in verse 9, the dragon is Satan. 12, Vers 3, da spricht es von dem feuerroten Drachen. Und Vers 9 sagt, dass der Drache Satan ist. And so apparently he's getting his power from Satan. Und offensichtlich bekommt der Antichrist seine Macht von Satan. Verse 3, and I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. Vers 3, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. And verse 12 and 14, could you read those also? Und Vers 12 und 14, und es
übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hatte und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. So we were talking with Matthias about this just before. So this is kind of interesting. Nun, das ist sehr interessant. What we find out is the Antichrist, Was wir feststellen ist, der Antichrist, one of the ways he gains credibility nun eine Art, wie er Glaubwürdigkeit sich verdient. is that it sounds like in verse 3 he's fatally wounded. In Vers 3 deutet darauf hin, dass er tödlich verletzt ist. I mean, one of the heads had been slain. Eines seiner Köpfe ist zu Tode verwundet. Now in verse 14 it says he had been wounded by the sword. Nun, Vers 14 sagt, dass er mit dem Schwert tödlich verwundet wurde. But it says he came back to life. Und dann heißt es, dass er zurück wieder zum Leben kam. And in verse 12 it says it was a fatal wound. Und Vers 12 heißt es, dass die Todeswunde geheilt wurde. But that was healed. Aber sie heilte. So the question is, did the Antichrist actually die? Die Frage, die sich nun stellt, ist der Antichrist tatsächlich gestorben? And did he resurrect from the dead? Und ist er von den Toten wieder auferweckt? That's the question. Das ist die Frage. Now we do know that Satan and the Antichrist want to imitate Christ. Nun, wir wissen, dass Satan und der Antichrist, dass sie Christus imitieren. Jesus died and rose from the dead. Nun, Christus starb und er ist wieder auferstanden. So it makes sense that he would want to do the same thing to get the same credibility. Und es würde Sinn ergeben, dass er genau dasselbe tun wird, um die Glaubwürdigkeit der Menschen zu bekommen. So whatever the nature of this wound is, Nun, was auch immer die Eigenschaft dieser tödlichen Wunde sein wird, this resurrection or whatever it is really looks real. diese Auferweckung oder was auch immer es sein wird, sieht wirklich, wirklich echt And the aus. whole earth follows him blindly. Und die ganze Erde wird ihm blindlings nachfolgen. The problem is a fatal wound means dead. Nun, das Problem ist, eine Todeswunde oder tödliche Wunde bedeutet, dass er tot ist. So this is the theological question. Can Satan raise someone from the dead? Nun, das ist eine theologische Frage. Kann Satan jemanden, der tot ist, wieder lebendig machen? If Luther is right and Satan, Satan is the Satan of God, Nun, wenn Luther richtig war und Satan ist der Satan Gottes, I suppose God could give him that power, but I don't know if I should have said that. nun, dann nehme ich an, dass Gott ihm die Macht geben könnte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt haben will. Number 13, the Antichrist will be worshipped by the world. Nun, Vers 14, der Antichrist wird von der Welt angebetet. So they worship, verse 4, the dragon, that's Satan, Vers 14, sie beten den Drachen an, because he gave his authority to the beast. weil er dem Tier die Vollmacht gegeben hatte. And the beast is the Antichrist. Das Tier ist der Antichrist. And they worship the beast. Und sie beten auch das Tier And an. they said, who is like the beast and who is able to wage war with him? Und sie sagen, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? In verse 8, and all who dwell on the earth will worship him. Und Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Everyone whose name had not been written in the foundation of the book of life. Alle, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens. So that's pretty incredible. The whole world will actually worship him. Nun, das ist unglaublich. Die ganze Erde wird ihn anbeten. And this is what will distinguish the true believers who worship Christ and the false believers, because they will be worshiping the Antichrist. Und das wird die Trennlinie sein und unterscheiden zwischen den wahren Gläubigen, die Christus anbeten, und allen Nichtgläubigen, weil alle Nichtgläubigen werden den Antichristen anbeten. But we shouldn't be surprised by this, because the Roman emperors were considered gods. Aber es sollte uns nicht überraschen, denn die römischen Kaiser, die wurden als Götter angesehen. Number 14. Nummer 14. The Antichrist will blaspheme God openly. Der Antichrist wird öffentlich Gott lästern. Verse 5 and 6, and there was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 42 months was given to him, and he opened his mouth in blasphemies against God, to blaspheme his name and his tabernacle, that is, those who dwell in heaven.
Vers 5 und 6, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Now, I don't know if you caught this little detail in the verb. It's really interesting. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die kleine Detail. In verse 5 and verse 7, Und in Vers 5 und in I Vers don't think we 7. read verse 7, but you can read that too maybe. In Vers 7, da heißt es, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volk, Stamm, jede Sprache, jede Nation. It says, he was given, he was given, he was given, he was given. Nun, habt ihr das gesehen? Es heißt viermal, ihm wurde gegeben, ihm wurde gegeben, ihm wurde gegeben, ihm wurde gegeben. Yeah, it's interesting. So he was given a mouth to speak arrogant words. Es wird ihm einen Mund gegeben, mit dem er große Worte der Lästerung redet. And the authority to act for those 3.5 years, 42 months in verse 5 was given to him also. Und es wurde ihm auch die Autorität gegeben, wie lange, die Macht, wie lange er wirken kann, nämlich diese 3,5 Jahre, diese 42 Monate. And it was even given to him to make war in verse 7. It was given to him to make war with the saints, with Christians. Und Vers 7, und es wurde ihm sogar die Macht gegeben, Krieg zu führen gegen die Heiligen. And to overcome them. Und sie zu überwinden. And not just them, but from every tribe, people, tongue, and nation. Und nicht nur sie, sondern über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation. Wow, that's kind of incredible. Und das ist ziemlich unglaublich. So in verse 4, Satan gives the Antichrist his authority. In Vers 4 sehen wir, dass Satan Autorität dem Antichristen gibt. But here we see that God is over Satan and even gives authority to Satan. Aber hier sehen wir, dass Gott sogar über Satan steht und er Satan Autorität It's gibt. just like Job. Es ist genau wie in Hiob. So neither Satan or the Antichrist can act outside the parameters of God's providence. Weder Satan noch der Antichrist, die können außerhalb des Raumes wirken, in dem Gott aktiv ist. 15. Vers Nummer 15. The Antichrist will rage for 42 months. Der Antichrist, der wird 42 Monate lang wüten. We saw that in verse 5, 42 months. Wir haben das in Vers 5 gesehen, 42 Monate. That's 3.5 years. Das sind 3,5 Jahre. We've seen that before. Nun kommt uns die Zahl bekannt vor, wir haben sie schon gesehen. Number 16, the Antichrist will make war on Christians. Nun, Nummer 16, der Antichrist wird gegen die Christen Krieg führen. So we just saw that in verse 7. Wir haben das bereits in Vers 7 gesehen. Look at verse 10. Schaut euch Vers 10 an. If anyone is destined for captivity, the captivity goes. If anyone kills with the sword he must be killed. Here is the perseverance in the faith of the saints. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Oder Englisch deutlicher, so soll er in die Gefangenschaft gehen. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. And I think the verse 7 is troubling because we realize it's truly worldwide at this point. Und Vers 7 ist kritisch, weil wir sehen hier bereits, dass es tatsächlich weltweit geschehen wird. I mean, boy, the Christians will be hunted down in the entire world. Nun, die Christen, die werden in der ganzen Welt verfolgt und aufgerieben werden. Number 17, the Antichrist will be helped by the false prophet. Nun, Vers Nummer 17, der Antichrist wird von seinem falschen Propheten Hilfe bekommen. In verse 11 it says, and I saw another beast coming out of the earth. Und Vers 11 heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. In chapter 19:20 he's called the false prophet. In Kapitel 19, Vers 20 wird er als der falsche Prophet bezeichnet. And it's interesting, in verse 11 it says that he speaks as a dragon, as Satan. Und in Vers 11 am Ende heißt es, dass er redet wie ein Drache, wie Satan. And he will have great authority, verse 12. Vers 12, und er hat große Vollmacht. He exercises all the authority of the first beast in this presence. Und er übt die ganze Vollmacht des ersten Tieres vor dessen Augen aus. And he makes the earth and those who dwell on it to worship the first beast whose fatal wound was healed. Und er bringt die ganze Erde und alle, die darauf wohnen, dazu, dass sie das erste Tier anbeten werden. So his job is sort of like John the Baptist was to Jesus. Und seine Aufgabe ist in gewisser Weise wie die von Johannes der Täufer in Bezug auf Jesus. John the Baptist pointed to Jesus as the way.
Johannes der Täufer, er verwies auf Jesus als den Weg. The false prophet points to the Antichrist as the false way. Der falsche Prophet, er zeigt auf den Antichristen als den falschen Weg. He also has a gift of miracles, verse 13. Nun, Vers 13 sagt, dass er auch die Gabe der Zeichen und Wunder hat. And he performs great signs so that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men. Nun, er wirkt große Zeichen, sodass er sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. So I don't know if he's trying to copy the two witnesses, but there's a lot of fire going around here. Nun, ich weiß nicht, ob er die zwei Zeugen imitieren will, aber offensichtlich wird hier mit sehr viel Feuer hantiert. Now, if these signs aren't real miracles, I don't know what they are. Nun, wenn diese Zeichen nicht wirkliche Wunder sind, dann weiß ich nicht, was es sein In verse soll. 14, he deceives those who dwell on the earth because of the signs which it was given him to perform in the presence of the beast. Vers 14, und er verführt die auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. So he's doing something, man. I mean, he's really doing something, and it's convincing the world. Nun, was auch immer er tut etwas und es überzeugt die ganze Welt. So then this false prophet creates an image, like an idol of the Antichrist. Und dann schafft dieser falsche Prophet ein Bild, wie ein Ebenbild von dem Antichristen. He says in verse 14 at the second part, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who had the wound of the sword and has come to life. Vers 14. Verse 14 at the end, yeah. Und das heißt, dass er dass er von dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hatte und am Leben geblieben ist, ein Bild machen soll. Okay, I'll just see if I can show you a picture real quick here. Oh, you did a picture. Yeah. You took a picture from it. Well, no, yeah, Incredible. Yeah, I took a picture of the Antichrist. It was amazing. No, wait just a second here. Hold on. Awesome. I think I've got this. I want to show you this amazing statue in China today. Nun, ich zeige euch ein Bild da. Diese unglaubliche Statue in China. Have you ever seen a statue this big before in your entire life? Nun, habt ihr in eurem ganzen Leben schon einmal eine derartige Statue gesehen? I mean, this is like the real thing. This is like a really, really, really big statue. Nun, das sieht nach einer richtig, richtig großen Statue aus. Mao Zedong, 40 meters high. Mao Zedong, 40 Meter hoch. And so this guy is going to create, I don't know what kind of idol it is, but he's going to create an image of the beast, it says here. Nun, der falsche Prophet, der wird irgendein Abbild machen, wie auch immer es aussehen wird. And people are going to think this is cool because it says because he has come to life, so they believe he's a resurrected person here. Und die Menschen werden denken, oh, das ist cool, weil es zum Leben erweckt wird. In verse 15, and there was given to him to give breath to the image of the beast. So it's like the statue now starts moving for real, you know? Vers 15 heißt es, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Das ist, als ob diese Statue nun beginnt sich zu bewegen. Imagine if this guy started moving, but not like mechanically, like, but I mean really like for real cool, you know? Nun stellt euch vor, dass dieser Mann beginnen wird, sich zu bewegen, aber nicht so mechanisch, sondern wirklich dynamisch, also wie ein Mensch. We'd conclude it's Hollywood again, or maybe Chinese Hollywood, I don't know. Und wir schlussfolgern, das ist Hollywood oder Bollywood. But it says, the image of the beast might and even speak and causes many who do not worship the image of the beast to be killed. Und es heißt in Vers 15, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewegte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. So they're worshiping Satan. Sie beten Satan an. They're worshiping the Antichrist. Sie beten den Antichristen an. And the image. Und sie beten das Bild an. I got lost in my notes. Hold on here. Okay, number 18. Nummer 18. The Antichrist will impose the mark of the beast. Der Antichrist wird allen Menschen das Mahlzeichen des Tieres aufzwingen. To be placed on all people. Ja. Verse 16, and he causes all the small and the great and the rich and the poor and the free men and the slaves to be given a mark on their right hand and on their forehead. Vers 16, und es bewegt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. And he provides that no one should be able to buy or to sell except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name.
Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for the number is that of a man, and his number is 666. Hier ist Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. So, quick couple of questions about this mark. Nun, einige Fragen über dieses Zeichen. Who receives the mark? Wer bekommt das Malzeichen? Everybody. Jeder. They have to find a way to sort out conformist and nonconformist. Wir haben hier, es ist der Weg, wie man solche herausfindet, die loyal sind zum Antichristen und solche, die nicht loyal You know, sind. Christians can't avoid to think that our pass sanitaire now, you know, our COVID pass sanitaire. Yeah, we- Do you guys have that too? Nun, habt ihr den auch, den Covid-Pass? Do you want to see my mark? Wollt ihr mein Malzeichen sehen? Das ist mein Mark. Das ist mein Zeichen. I'm not saying it's the mark of the beast. I'm just saying it's a mark. Okay. Nun, ich sage nicht, das ist das Malzeichen des Tieres. Ich sage nur, das ist ein Zeichen. I don't know if maybe I've just done something that I shouldn't have done in the church. Yeah, I think so too. Okay, No, okay. no. So I don't know, maybe no one's vaccinated. I'm triple vaccinated. Nun, ich weiß nicht, ob ihr geimpft seid. Ich bin 3-mal geimpft. Not because I was scared, because I've got a disease called Crohn's disease. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil ich eine Krankheit, Morbus Crohn, habe. So I take Humira shots every 2 weeks. Und so bekomme ich alle 2 Wochen eine Impfung. And so they said I had to get the shot to be able to live my life, I guess. I don't know. Ja, For this the shot, not vaccination. corona. Yeah, vaccination. Und so muss ich alle 2 Wochen gespritzt werden. And I could not have come here if I'd not been vaccinated. Und sie sagten, dass ich Corona vaccinated. Yeah, exactly. Oh, so haben sie mir empfohlen, mich impfen zu lassen gegen Corona. Also andernfalls hätte ich nicht But I don't herkommen know if können. in Germany it's the same way. In France today, Nun, in Frankreich I cannot go to a restaurant without my pass sanitaire. kann ich in kein Restaurant gehen ohne meinen grünen Pass. Is that true here also? Not yet. Wow, We are yeah. glad. I can't go to a movie. I can't go to the movies without a pass Nun, ich sanitaire. könnte ins Kino nicht gehen ohne einen grünen Pass. I mean, soon I can't do anything without a pass sanitaire. Nun, sehr bald kann man gar nichts mehr tun ohne einen grünen I don't Pass. think this is the mark of the beast. I really don't. Nun, ich denke nicht, das ist das Malzeichen des Tieres. But I mean, it's a foretaste of what it's going to be like. Ja, aber ich denke, es ist ein Vorgeschmack, wie es aussehen könnte. So everyone will have to have this mark of the beast. Und jeder wird das Malzeichen des Tieres haben. Now, what's the nature of this mark? Nun, wie sieht dieses Malzeichen aus? Well, verse 16 tells us it's on the right hand and the forehead. Vers 16 sagt uns, es ist auf der rechten Hand oder auf der Stirn. So since mine is on my telephone, I'm okay. Nun, solange mein Malzeichen auf dem Telefon ist alles gut. But the day they say you need a QR code right here, ooh. Aber der Tag, an dem die dir sagen werden, du brauchst einen QR-Code auf der Stirn. So when I did this sermon, I said it could be a tattoo. Und als ich die Predigt vorbereitete, habe ich gesagt, das könnte ein Tattoo sein. Now I'd say maybe it's like this really different kind of QR code. I don't know. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwie ein QR-Code. Maybe it's a chip. Vielleicht ist es ein Chip. I don't know. But a lot of incredible things exist today, you know. Nun, wir wissen es nicht, dass heute existieren viele Dinge. But there will be a mark. Aber es wird auf jeden Fall ein Malzeichen And sein. that mark will say yes, no, yes, no. Und dieses Malzeichen unterscheidet ja, nein, ja, nein. Why on the right hand and the forehead? Nun, warum auf der rechten Hand oder auf der Stirn? Well, it's the most visible parts of our bodies at all times. Nun, es ist der Körperbereich, der am sichtbarsten And ist. during the winter especially, those are, easily uncovered. Und selbst im Winter sind diese Bereiche nicht verkleidet. And so what is the purpose of this brand? I've already said this. To kill nonconformists. Nun, was ist das Ziel davon? Es ist, solche umzubringen, die ihn nicht anbeten werden. How? Wie? By preventing them from eating. Indem man es nicht zulässt, dass sie essen können. Basically, it's going to be a starvation principle. Nun, im Grunde wird es ein Verhungernsprozess sein. Some of you may have lived under communist regimes, I don't know. Nun, vielleicht haben einige von euch im Kommunismus gelebt. A man from Bulgaria says, Ein Mann aus Bulgarien sagte, you cannot conceive that in communist Bulgaria the worst instrument of persecution was the ration card.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass im Kommunismus die schlimmste Form der Verfolgung war die Rationenkarte. You cannot buy or sell anything without this little card. Du kannst nichts kaufen oder verkaufen ohne diese kleine Karte. With that card, they can make you starve. Nun, mit dieser Karte können sie dich zum Verhungern bringen. With that card, they can take what belongs to you. Mit dieser Karte können sie dir nehmen, was dir gehört. That card is everything. Diese Karte bedeutet alles. But how is it possible to build a system such a size on a global scale that could regulate all this? Nun, wie ist es möglich, dass solch ein System aufgebaut werden kann, das sogar global möglich ist, sowas zu erlauben? Well, in 2021, that's not even a decent question. Nun, heute, 2021, ist es nicht mal mehr eine angemessene Frage. I mean, Facebook is global. Nun, Facebook ist weltweit. I mean, Google is global. Google Everything ist is global überall. these days. Alles ist global. I mean, that's like a no-brainer. I mean, it'd be so easy, just like, boop, done. Nun, das ist so einfach, das heute möglich zu machen. All we need is a massive one system made by the Antichrist, which we're close Alles, to. was wir brauchen, ist ein starkes System vom Antichristen. I mean, when I studied this, Facebook already had 1.7 billion accounts. Nun, Facebook. als ich vorbereitete, hatte allein Facebook 1,7 Millionen Accounts. Billion. Milliarden, 1.7 1,7 Milliarden. So if you have a system like Facebook, let's say, and then you take away cash, checks, and credit cards. Nun, wenn du ein System hättest, zum Beispiel wie Facebook, und du nimmst die Möglichkeit weg, dass du Cash bezahlst oder mit Kreditkarte. And that's happening already. I mean, you can buy stuff on your phone now. Ja, und das kannst du jetzt schon machen. Du kannst mit deinem Handy I mean, that's bezahlen. kind of weird, you know? It's like, whoa. Das ist verrückt, nicht wahr? So I get excited, but I'm supposed to be sad. Nun, ich bin ziemlich begeistert, aber eigentlich müsste ich traurig sein. Because I know the Lord, but I'm thinking, wow, maybe we are getting near all this stuff. Ja, you know? weil ich kenne den Herrn und ich denke, oh, wir werden dem ganzen Zeug näher kommen. So verse 18, so 666. Ja, Vers 18, 666. This is really kind of one of the last things to note here. Nun, das ist eins der letzten Dinge, die wir beobachten. So let me tell you who 666 is. Okay? Nun, ich möchte euch sagen, wer diese Zahl ist, Because I know. weil ich weiß es. I'm just kidding, okay? Es war nur ein But I'll Scherz. try and tell you. Ich werde euch versuchen, das zu erklären. So what do we know? First of all, we know it's the number of a man. Das Erste, was wir wissen, ist, es ist das Zeichen eines Menschen. And we are invited to calculate it. Und wir sind aufgerufen, es zu berechnen. So there are a lot of ideas of who this could be. Nun, und es gibt jede Menge Ideen, wer das sein könnte. So let me show you a couple of possibilities, okay? Nun, lasst mich einige Möglichkeiten aufzeigen. Okay. Numerology is a big thing. Nun, die Zahlenkunde ist ziemlich weit verbreitet. And so a lot of people try and attribute numbers to letters. Und viele Menschen versuchen, Zahlen den Buchstaben zuzuordnen. So when you do this kind of numerology, Und wenn man derartig zählt, in French, César Néron, how do you say it in German? Cäsar Nero. Yeah, so if you add up all the numbers, guess what it comes up to? Nun, wenn man 666. alle Buchstaben entsprechend den Zahlen vergibt, dann rat mal, was rauskommt. 666. The Romans used 6 numbers to count. Die Römer, die haben 6 Zahlen gebraucht, um zu zählen. So the Roman numbers are on the left and our numbers are on the right. Total of all those numbers is number 666. Like, Nun, interesting. das ist die römische Zählweise und das ist die Dezimalzählweise. Und wenn man die zusammenzählt, kommt man bei 666 raus. If you add number 1 all the way to 36 together, you get 666. Wenn man die 1 6 Mal zusammenzählt, 36 Mal zusammenzählt, kommt man bei 636 raus. So I don't know what that means, but that's just kind of interesting. Nun, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist offensichtlich sehr interessant. If, C in French means if A is 100, B is 101, C is 102, and D is 103. Nun, wenn, das ist französisch C, wenn A 100 ist, B 101 und so weiter, Then Hitler is 666. dann bedeutet es, dass Hitler die Zahl 666 ist. That is kind of weird, isn't it?
See if, again, A is equals 6, B is 12, C is 18, and D is 24. Nun, wenn A 6 wäre, B 12 und so weiter. Then Kissinger, do you know who Kissinger was? Nun, dann wäre Kissinger. He was the prime minister under Reagan, if I'm not mistaken. I can't remember. I don't know. Yeah, I think so. Ja, He's der like Premierminister unter Reagan he wahrscheinlich. was a German guy to America, but he was an American politician. Er war ein amerikanischer, also ein Deutscher, aber ein amerikanischer Politiker. I hope it's not him because I really liked Kissinger. Okay. Ich hoffe, es war nicht Kissinger, weil ich mag But he's ihn. still alive. That is interesting. Er lebt immer noch. Hey, check this out. Computer is 1666. Nun, Computer wäre die Zahl 666. If those numbers are the numbers that are the Nun, right wenn numbers. die Zahlen, wenn man sie so auslegen würde. And New York is Oh, 666. New York wäre die Zahl 666. The Rome, I already used that one. Yeah. Let's see. So this is the Martin Luther had a really popular Nun, conclusion. Martin Luther, der hatte eine sehr bekannte Schlussfolgerung. And he concluded this. Und er hat Folgendes geschlussfolgert. If you write the Pope out vicarius filii Dei in Latin, this is the number you get. 666. I like that one. Wenn man den Papst Vicarius Filii Dei mit den römischen Zahlen ausschreibt, kommt man zu dem Ergebnis 666. Here it is a different way. Nun, hier ist eine andere Art und Weise. Okay. So I don't know what you guys think. Nun, ich weiß nicht, was ihr denkt. Habt ihr But Vorschläge? anyway, that's kind of just like some interesting, fun little things. But we are invited to calculate the number. Nun, wir sind aufgerufen, hier mit Weisheit, mit Verständnis zu berechnen. Okay, I've got to quit. So Romans 16, number 19 very quickly. The Antichrist will gather an army for the battle of Armageddon. Nun, Nummer 19, der Antichrist, der wird für die Schlacht von Armageddon eine Armee um sich sammeln. And we're going to look at that later, so maybe we don't need to look at that right now, but it's Revelation 16, 13 through 15. Und wir werden uns das später noch einmal genauer ansehen, deswegen schauen wir es nicht an, aber es ist in Offenbarung 16, 13 bis 15. But let's go to Revelation 19, verse 20 and end. Aber wir wollen zu Offenbarung 19, Vers 20 gehen und dort beenden. Because the Antichrist will be defeated by Jesus and thrown in the lake of fire. Das ist der 20. Punkt, nämlich der Antichrist, der wird von Jesus besiegt und in den Feuersee Do you geworfen want to read werden. verse 20? Lass uns Vers 20 lesen. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. So that is the end of the story there. Nun, das ist das Ende der Geschichte des Antichristen. Anyway, you've been so patient. I just can't believe you're sitting through all these hours of teaching. Ihr wart honestly. so geduldig. Ich kann es fast nicht glauben, dass ihr so geduldig immer noch durch die ganzen Stunden hindurch hier gesessen seid. I can guarantee you I'm going back to France and Switzerland and I'm going to tell them about this. Nun, ich garantiere euch, ich gehe zurück zu den Franzosen in der Schweiz und es ihnen sagen. I think we're going to do this in Geneva. I would like to give intense conferences on stuff like this and advertise in all of Geneva. Good. Yeah, that's That'd a be good really idea. cool. So thank you. Vielleicht machen wir das sogar in Genf und ich lerne davon, nämlich eine ganz intensive Woche von einem Seminar. Yeah, it's fun. Let's stand up and then we'll pray. And Ja, then lasst uns we'll- aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. You want to go ahead and pray? Ja. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass trotz aller Herausforderungen, trotz aller Boshaftigkeit, Herr, wir sehen, dass du die Regie behältst. Herr, dass du Macht gibst, auch wenn wir nicht immer nachvollziehen können, warum, aber Herr, das Ende ist gewiss und du wirst Satan, du wirst den Antichristen und den falschen Propheten ewiglich in den Feuersee werfen. Wir danken dir für die Gewissheit und die Zuversicht und die Hoffnung, die wir in dir haben. Amen. Amen.